Korrekturblatt. Und erinnern Sie sich, gnädigster Herr, der nicht des großen Sturms, der den Advokaten, als er zur Nachtzeit über dem Pont Neuf wandelte, den Hut vom Kopfe herunter in die Seine warf? Ähnliches steht in Rabelais. Doch war es eigentlich nicht der Sturm, der den Advokaten den Hut raubte, indem er den Mantel dem Spiel der Lüfte preisgab, mit der Hand fest auf deren Kopf gedrückt hielt, sondern ein Grenadierriss mit dem lauten Ausruf: »Es weht ein großer Wind, mein Herr!« Vorüberlaufend schnell den feinen Kastor den Advokaten unter der Hand von der Perücke, und nicht dieser Kastor war es, der in die Wellen der Seine hinabgeschleudert wurde, sondern des Soldaten eigenen schnöden Filz führte wirklich der Sturmwind in den feuchten Tod. Sie wissen nun, gnädigster Herr, dass in dem Augenblick, als der Advokat ganz verblüfft dastand, ein zweiter Soldat mit demselben Ausruf: »Es weht ein großer Wind, mein Herr!« vorüberrennend den Mantel des Advokaten beim Kragen packte und ihn herabriss von den Schultern, und dass gleich darauf ein dritter Soldat mit demselben Ausruf: »Es weht ein großer Wind, mein Herr!« vorbeilaufend ihm das spanische Rohr mit dem goldenen Knopf aus den Händen wand. Der Advokat schrie aus allen Kräften, warf den letzten Spitzbuben die Perücke nach und ging dann barhäuptig ohne Mantel und Stock hin, um das merkwürdigste aller Testamente aufzunehmen, um das seltsamste aller Abenteuer zu erfahren. Sie wissen das alles, gnädigster Herr. Ich weiß, erwiderte der Fürst, als ich dies gesprochen. Ich weiß gar nichts und begreife überhaupt nicht, wie ihr, Meister Abraham, mir solches wirres Zeug vorschwatzen könnt. Den Pont Neuf kenne ich allerdings. Er befindet sich zu Paris. Ich bin zwar niemals darüber zu Fuße gegangen, wohl aber oft darüber gefahren, wie es meinem Stande geziemt. Den Advokaten Rabelais habe ich niemals gesehen und um Soldatenstreiche in meinem ganzen Leben mich nicht gekümmert. Als ich in jüngeren Jahren noch meine Armee kommandierte, ließ ich wöchentlich einmal sämtliche Junkers durchfuchteln, für die Dummheiten, die sie begangen oder künftig noch begehen mögen. Das Prügeln der gemeinen Leute war aber die Sache der Leutnants, die damit meinem Beispiel gemäß auch allwöchentlich verfuhren, und zwar sonnabends, so dass sonntags es keinem Junker, keinem gemeinen Kerl in der ganzen Armee gab, der nicht seine gehörige Trachtschläge erhalten, wodurch die Truppen nächst der eingeprügelten Moralität auch an das Geschlagenwerden überhaupt gewöhnt wurden, ohne jemals vor dem Feinde gewesen zu sein, und in diesem Fall nichts anderes tun konnten als schlagen. Das leuchtet euch ein, Meister Abraham, und nun sagt mir, um 1000 Gottes Willen, was wollt ihr mit eurem Sturm, mit eurem auf dem Pont Neuf beraubten Advokaten Rabelais? Wo bleibt eure Entschuldigung, dass das Fest sich auflöste in wilder Verwirrung, dass mir eine Leuchtkugel ins Toupet fuhr, dass mein teurer Sohn in das Bassin geriet und von verräterischen Delfinen bespritzt wurde, über und über, dass die Prinzessin entschleiert mit aufgeschürztem Rock wie Atlanta durch den Park fliehen musste? Das, wer zählt die Unglücksfälle der verhängnisvollen Nacht? Nun, Meister Abraham, was sagt ihr?